Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Wytchwood, hier in den Bergen. Wir haben in der letzten Episode die Seele des Hirsches bekommen. Und nun bleiben noch zwei Seelen, ihr seht es hier schon, Market und Village, sind also zielt wegen der Hawk and the Wolf. Und ich würde sagen, wir sammeln da oben noch schnell die paar Beeren ein, die ich hier sowieso sehe. Weil ich weiß, dass ich die definitiv brauchen werde. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, die jetzt zu zerschneiden. Aber gut, wir werden zunächst einmal zu einem von den beiden Orten reisen. Die Aufgabe dementsprechend starten. Hier ist der Market, also auf zum Market. Und wenn wir beide aktiviert haben, werden wir versuchen, die Sachen eben dann nach vorne zu bringen. Und zwar parallel, denn nur das bringt wirklich was. Wo muss ich hin? Direkt eins hoch. Okay. Bist du das? Du hast gerade was gesagt. Beggar. Clinging to a raggedy shawl, the old penholder holds a tin cup with trembling hands. Alms for the poor. Ja, komm. A little coin can go a long way. You bow your head respectfully to the aged fellow, dropping in a coin into his cup. From under his ratty hood, the man clams a silver-toothed grin at you. Thank you, kind miss. A penny for your thoughts, old-timer. I'm afraid my thoughts are a little muddy as of late. Can't seem to recall what day it is or when the last time I ate was. Last I remember I was working at the old hog farm with the other unfortunates. Not quite sure how I ended up back here on the streets. I've had more than a few memories abandon me as well. Say, I must have left a few of my things behind at the farm, misplaced my boot and, well, I can't remember what else. I don't suppose you do me the kindness of taking a look around the place for me? I'm not as spree as I used to be. At the hog farm, you say? I guess it wouldn't hurt to take a peek. Maybe they have a lost and found. Bless your heart, I do remember that you'll need permission to get through the gates. Those hog sisters run a tight ship. You have to go talk to the big hog who runs the butcher shop here in the market. She has set you up with a work slip. New chapter. The Hawk. Press Tab to view. Ja, könnten wir machen. Machen wir auch, weil wir die natürlich jetzt hier... Okay, sie ist getrackt. Talk to the big pig in the market's butcher shop. Butcher shop war... hier. Da, wo das Schwein zu sehen ist. Gehen wir doch mal rein. Moin. Bevor wir da mit euch... Also ihr scheint hier nicht wirklich gut behandelt zu werden. Guten Tag, der Herr. Chopping through a hog of meat with a gigantic cleaver, the surly-looking swine merely grunts at you when you approach. Excuse me, I heard that you were the one to talk to... I heard that you were the one to talk to about getting a work slip. That what you heard? Well, you heard wrong. We got enough good-for-nothing workers. Now buzz off. You glance at a halo of flies buzzing around the pig's scalp. Listen, there must be some way to get a slip. Well, I'm running low on ingredients to make the summer sausage, and none of these non-com-poops can hold two thoughts in their heads. Tell you what, you get me the things I need and I give you your precious work slip. Okay, wir haben 26 Eier dabei, die geben wir direkt. Wir brauchen Skipper Sale. Das heißt, wir müssen runter an die Dogs und wir brauchen Roast Bees. Wie bekomme ich ein Roast Beast? Indem ich einfach das hier drücke. Nice. So, dann gebe ich dir das auch gleich. Ja, hier hast du dein Roast Beast. Und damit brauchen wir jetzt nur noch die Skipper Scales. Die holen wir uns dann unten an den Docks. Aber vorher noch geht es dann in die Village. Die Frage ist, Village war hier? Nein, da geht es zu den Docks. Dann gehen wir zuerst zu den Docks. Weil ich will natürlich die zweite Ding auch gleich eröffnen. Dass ich die Möglichkeit habe mit den... Was war der letzte Charakter noch, der mir fehlt? Ich weiß es nicht mehr.
Barnacles brauche ich nicht. Wo bekomme ich nochmal diese anderen Teile her? Waren die nicht hier von solchen Dingern hier? Wir haben noch 2 Herzen, das ist also kein Problem. Wo bekomme ich nochmal diese Scales-Dinger her? Ist das nichts, was ich craften kann? Ist es vielleicht was ich angeln kann oder so? Ich habe eine Fishing-Leine. Hier war so ein anderes Viech. Brauche ich einen Crab Pot, eine Crab Trap. Davon kann ich welche machen. So, dann machen wir 2 von denen. Stellen die Teile hier mal auf. Vielleicht kriege ich darüber dann die Teile, die ich will. Jawohl. Perfekt. Ich würde gerne noch so ein bisschen Vorrat an Skipper Scales machen. Habe ich hiermit auch erledigt. Sehr schön. Bisschen Fleisch brauchen wir natürlich auch. Hier drüben ist der... Ja, folgt mir mal ganz kurz. Perfekt. Jetzt will ich aber erst nochmal schnell in The Village reisen, um mit dem Wolf, glaube ich, war es, das Ding zu starten. Damit ich beides parallel offen habe, sonst vergesse ich das doch wieder. Wenn ich halt 2 Sachen auf einmal machen kann, ist natürlich ein bisschen praktischer. Wolf ist direkt hier oben. Huntsman. Dagnabbit. What do they mean, too young for the tavern? I'm plenty big enough to go in there. Hello there, child. What are you so perplexed about? Child? I'm no child, I'm a fierce, full-muscled man. He puffs out his tiny chest proudly. Oh, that must explain the little patches of fuzz on your chin there. His cheeks flush red in embarrassment as he tries to reasset his dominant facade. Hey, it's rude to stare. Anyway, I just shaved. I knew I should have let my beard grow out more. That crotch the old barkeep says I look too young to go into the tavern. What business do you have in a dark place like that? A lad like you shouldn't be wasting his allowance on ale. I'm not wasting my... I don't get an allowance. I'm a brave hunter, or at least I will be as soon as I catch my first quarry. And what exactly are you hunting? Only the biggest, baddest beast of them all. Hase? The wolf. Okay. Touché. Do you know how many houses he's blown down? Not to mention all the missing maidens. Missing maidens, you say? Everyone knows that treacherous dog has a sweat tooth for pretty damsels. He lures them out into the dark woods so he can gobble them up. The town guard's too scared to help, so it's up to me to put a stop to this terror. And he's inside that tavern. Right now. A shame there's no minors allowed. Let me have a look at this feral fellow and see if he's as bad as you will claim. Well, I guess I just post up there until he comes out. Then I give him a taste of my blunderbuss. Damit haben wir das Chapter auf jeden Fall auch geöffnet. The Wolf. Wir werden das ganz kurz aktualisieren. Oder... Oh, es ist aktiv. Und wir werden natürlich jetzt mit ihm dementsprechend reden. Ist ja klar. Sneak to the Wolf. Wieso muss ich sneaken? Warum kann ich nicht einfach reingehen? Okay, ich sneake. Hallo! You find the wolf looming over a frightened-looking barmaid. Come on, Rat, why don't you join me for a midnight snack? I already told you I can't, I've got work to do.
I'm sure your boss won't mind one bit. Don't make me beg now. Please, I really have to get back to work. Ah, but you're just so delectable. A real feast for the eyes. You accidentally tread on the wolf's tail. Oh, excuse me, sir. He jumps up with a yelp and spins to face you angrily. Yo, watch there, you're stabbing, you old hag. Terribly sorry, I couldn't tell you apart from the dirty rug on the floor. Ah, ich mag unseren Charakter, der ist cool. Oder sie ist cool. He bares his fangs at you menacingly. What did you say to me? While the wolf is distracted, the young maiden slips away and disappears into the gloom of the tavern. Rah, now looks what you've done. Where'd she go? He shoves his way past you to go prowling around the bar. The huntsman's tale rings true. I better find where that barmaid got to before she becomes dinner. Coole Musik. Moment, ich muss ganz kurz was klauen. Danke. You see the maid's red hood poking out from behind a wooden barrel. Ich würde nicht sagen, dass sie behind a wooden barrel ist, aber okay. Oh, it's just you. Thanks for helping me out back there. I was getting a little cramped. It's hard enough serving meat all day. Matt, ich denke mal Matt, also meat all day. But to have to deal with that slavering wolf too? He does seem like the relentless type. Are you alright? Just a bit rattled. I was ready to smash a tray over his snout if he got any closer, but I'm sure that would have landed me in the hot water with the boss. The wolf's turning over every table and bar stool, trying to sniff you out. Great. I guess I just hide back here and reorganize the storeroom or something. I admire your sense of self-preservation, but maybe there's a more permanent solution to this problem. I know a young huntsman looking to prove himself. Perhaps we can lure the wolf outside and deal with him there. Sure, but how? You can count me out as a bait, because I'm done being dog food. I doubt that Mutt can see very well in the dingy place. I might be able to fashion a convincing enough likeness to trick him. You eye a nearby coat rack. That ought to make a good starting place. Well, whatever you're gonna do, do it fast. I'm losing out on tips. Assemble a puppet in the village tavern. Find a suitable frame for the puppet. This old coat rack ought to serve a solid frame. You won't need much to fool the wolf, but the enchantment will take a special touch. Okay, Key to my heart, Sewing Kit, Protective Talisman. Also das Sewing Kit sollte kein Problem sein. Ja, Sewing Kit ist kein Problem. Protective Talisman. Das ist der Key to my heart. Brauche hier die Love Potion. Die kann ich machen, wenn ich das Oceanic Oil habe. Dafür brauche ich wieder einen Deep One. Oh, was musste ich dafür nochmal machen? Ein Protective Talisman. Brauche ich Gemstone. Dafür brauche ich Dog Hair. Magic Paste kann ich machen. Okay, habe ich das schon mal vorbereitet. Dog Hair brauche ich. 2 Wicker Works, die kann ich machen. Ein Sewing Kit. Ein Key habe ich zum Glück noch. Ja gut, dann brauche ich jetzt nur noch den Deep Run. Und Dog Hair. Okay. In Ordnung. Dann gehen wir jetzt... Guten Tag. Gehen wir jetzt zunächst einmal hoch zum Markt. Weil wenn ich im Markt bin... kann ich dem Schwein das Ding geben. Und ich meine, im Markt wäre auch ein Hund. Oder nicht? Ich meine schon. Hierfür brauche ich Hund. Nee. Im Village. Hier gibt es einen Hund. Ah, hier unten, gell? An dem Haus.
Wir haben eine Katze. Hier unten war doch... Du hast dich gerade bewegt. Das heißt, die brauche ich gar nicht versuchen zu looten. Hier war ein Hund. An dem Schäfersteil. Ja gut, zum Graveyard könnte ich auch gehen. Hier. Okay, vielleicht doch nicht mehr. Ich brauche erstmal einen Hund. Ich glaube, dafür brauchte ich dann so ein Sulfuric-Zeug, um ihn zu benebeln. Für eine gewisse Zeit. Ich habe jetzt keinen Shiny Lure da. Habe jetzt keine Lust dafür, den Stress zu haben. Okay, gehen wir uns erst den Bounty holen, hätte ich gesagt. Oder erst zum Market. Erleben wir erst das zum Schwein, weil vielleicht brauche ich dann noch mehr von den Dogs und dann macht das mehr Sinn. Hallo. Ja, da hast du. Head up the markets and go northeast and give this to my sis at the gate. The smell of hot dung ought to guide you to the spot. I can hardly contain myself. Well, go continue yourself at the hog farm, for I lose my temper. She slips, a work slipped down on the table. Okay. Sehr gut, damit haben wir das wenigstens. Werden wir mal ganz kurz die Aufgabe hier tracken. To the tall pig. Northeast. Ich bin auf dem Weg. Gibst du mir eigentlich auch Milch? Aber ich meine, wenn ich gerade hier bin... Ja, warum nicht? Ist das direkt... Muss ich hier durch? Ah ja, to the farms pig. Pig farms. To the farms pig. Das ist ein Unsinn. Tall pig. Whoa there! No one gets into our hog farm without a work slip. And if you wanna work for us, you gotta fit the demographic. And what demographic is that? The kind that don't ask so many stupid questions. No, you got a work slip or not? Da. You hand over the slip of paper and the hog squints at it with her picky little eyes. You don't look like you can lift a wheelbarrow, let alone last a good day's work. You're nothing but skin and bones. I've got the work slip, don't I? So let me in. Fine, fine. It's no breaking of my back if you find yourself face down in the mud after your old heart gives out. Dankeschön. Search the big farms for the beggar's belongings. 3 Stück gibt es hier. Okay. Wir werden mal gucken, was wir hier sonst noch so bekommen. Kann ich hier in die Dinger rein? Nein. Ich werde hier auch sicherlich kein großartiges Loot-Zeug bekommen, nehme ich an. Classy Pick. Ich würde sagen, wir geben dir mal so ein paar Pillen. Das wird ja einen Grund haben, dass du so aufgebläht bist. Da. Not the pickiest eater, the sick swine eagerly gobbles up the antacid you offered. You hear a bubbling sound coming from the pig's stomach and decides it's best to avert your eyes from the horrors of the natural process. When you look back, the pig has fallen asleep in the mud, looking much happier with its state of being. You turn your attention to the aftermath and go at the obvious cause of the beast's indigestion. Take it. Wir haben einen Bone bekommen. Das ist alles. Questionable Bone. Naja, immerhin etwas. Die da oben, die erledigen sich gegenseitig gefühlt.
Von denen kriege ich nichts. Da ist was. Slop through. Aber was sich hier hinten dran befindet, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.